Moin zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video, beziehungsweise zur neuen Videoreihe. Ich habe mir nämlich gedacht, dass ich einen Food Guide für Saigon mache. Ich werde immer mal wieder gefragt, ob ich nicht irgendwelche Empfehlungen habe, vor allem für Leute, die natürlich hierher reisen oder es planen. Da habe ich jetzt angefangen, einen Food Guide zu schreiben, beziehungsweise wenn ihr das Video vielleicht in ein paar Wochen, Monaten, Jahren seht, dann wird der natürlich schon fertig sein. Und zusätzlich zu diesem Food Guide habe ich mir gedacht, es wäre cool, eine Videoreihe zu starten, wo man quasi dann diese verschiedenen Restaurants zeigt. Und genau das werden wir jetzt machen. Ne? Anfangen werden wir mit der Sparte, wie man hier auch in der Gliederung sieht, mit Banh Mi. Banh Mi ist quasi unser erstes Gericht, beziehungsweise, ja, man kann schon als Gericht bezeichnen. Ich bezeichne es zwar auch oft als Snack, aber Banh Mi kann sehr, sehr prall gefüllt sein, dass es wirklich als Gericht durchgeht. Und wir fangen an mit einem... Ja, mit keiner Straßenküche, sondern mit einem Restaurant, quasi einem Banh Mi-Laden, ne? Der klimatisiert ist und auch Sitzmöglichkeiten hat. Ich habe mir gedacht, so als Anfang, als Start ist es gut, dass man einen Laden hat, wo man sich auch reinsetzen kann, wo man vielleicht mal ein bisschen abkühlen kann. Saigon, wie auch heute, kann sehr, sehr heiß sein und es kann vor allem für Leute, die dann erst angekommen sind, ziemlich hart sein, sich irgendwie auf Plastikstühle zu setzen oder sich irgendwo hinzustellen zum Essen. Dementsprechend habe ich mir gedacht, es ist cool, wenn man irgendwie einen Laden hat, wo man dann auch so ein bisschen abschalten kann, ein bisschen entspannen kann. Und der Laden ist sehr, sehr gut. Also für mich eines der besten Banh Mis in dieser Kategorie. Wir werden nämlich heute ein Banh Mi essen mit Shredded Chicken, also Hähnchen, und einem Spiegelei oben drüber. Dieses Banh Mi, ihr werdet es gleich sehen, ist wirklich mächtig. Dann auf geht's. Grab wird bestellt und wir fahren los. Ja, du. So, wir sind quasi angekommen. Ich zeige euch aber jetzt noch, was es hier in der Gegend noch gibt. Das ist ein paar Meter zu Fuß von dem Banh Mi-Laden entfernt. Und falls ihr hier in der Gegend seid, müsst ihr das auf jeden Fall mitnehmen, beziehungsweise auch mit anschauen. Ein paar Fußmeter entfernt ist nämlich der sogenannte Turtle Lake, also der Schildkrötensee, wenn man ihn übersetzen würde. Vietnamesisch heißt der Ho Con Roa, wie man hier schon erkennen kann am Wasserturm. Hier erkennt man den Wasserturm schon. Das ist zwar tagsüber jetzt um die Uhrzeit nichts Spektakuläres. Das ist eigentlich fast, ja, ganz normaler Park, könnte man sagen. Aber abends ist es hier sehr, sehr interessant, weil da sehr, sehr viel Streetfood ist und auch sich sehr viele Freundesgruppen und auch Familien treffen, um hier abzuhängen. Ich zeige euch mal den Spot. So, das ist quasi so ein Kreisverkehr. Und im Kreisverkehr drinnen ist quasi dieser See, der Schildkrötensee, Turtle Lake. Erkennt man immer sehr gut an diesem Wasserturm. Das Coole ist, dass abends um diesen Kreisverkehr rum, beziehungsweise um diesen kleinen See herum, überall Straßenküchen stehen. Und man kann sich dann quasi da Getränke und Essen holen und kann sich dann hier auf diese Steinbänke setzen, beziehungsweise eigentlich auf diese Erhöhungen oder eben auf diese Steinleisten. Das ist ziemlich cool, dass wenn ihr dann mal hier seid, werdet ihr auch sehen, dass das sehr, sehr voll werden kann und dass abends die Atmosphäre hier auch super cool ist. Auch tagsüber ist es hier wunderschön, vor allem ist das noch eine der wenigen Gegenden, wo sehr, sehr viele Bäume sind. Dementsprechend ist es mit der Sonneneinstrahlung und den schattigen Plätzen sehr, sehr angenehm. Coole Gegend auf jeden Fall und auf jeden Fall mit anschauen. So, jetzt geht es aber wirklich zum Futtern. Ich habe auch echt Kohldampf und ich brauche unbedingt Wasser. Ein paar Meter weiter haben wir es auch schon geschafft. Das waren jetzt 1 Minute, 2 Minuten zu Fuß. Das ist genau gegenüber von dieser Tankstelle hier. Und ich zeige euch den Laden gleich mal. Hier drüben ist der Laden. Ne? Sieht ziemlich leer aus. Ich hoffe mal, es ist offen. Aber steht We are open drauf. Das ist wichtig. Warten wir noch.
Nicht, dass wir jetzt noch überfahren werden, bevor wir beim Essen sind. Das wäre nicht gut. Aber wir haben es geschafft. Da ist der Laden. Rein geht's. Hello. Cho một ô bánh mì cá. Thêm chung ốp lá. Và một chai nước suối. Anh lấy rau ớt đầy đủ không? Dạ có. Anh ăn ở đây là mang đi? Anh ở đây. Ja, quá 67. Ja. Wir sind jetzt hier im Banh Mi Laden. Man sieht hier schon an der Karte, was es hier alles gibt. Also es gibt hier Banh Mi mit Ei, also Spiegelei, Banh Mi mit Pâté und Mayonnaise, also ganz verschiedene Arten gibt es hier. Aber mein Go-To Banh Mi hier ist, wo haben wir es hier? Chicken, also Hähnchen, und das ist so Shredded Chicken. Und dazu habe ich mir bestellt ein Spiegelei, was quasi noch oben drauf kommt. Ganz wichtig, und natürlich Wasser. Aber so sieht es hier drin aus. Sehr, sehr schicker Laden, und was man sofort merkt, wenn man reinkommt, Klimaanlage. Hier wird mein Banh Mi auch schon zubereitet. Hier haben wir das Hähnchen, was draufgepackt wird. Das ist nämlich Shredded Chicken, wie gerade schon gesagt. Hier haben wir die ganzen Banh Mis, die Baguettes. Sieht alles sehr, 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 sehr fein aus. Sieht ein bisschen aus wie bei Subway. Hier kommt noch Sojasauce oben drüber. Ich zeige euch gleich ganz genau, was drauf ist. Hier haben wir nämlich Pâté, das Leberpastete, Butter. Die haben, glaube ich, noch eine Haussoße. Dann haben wir hier das eingelegte Gemüse, Gurken, Zwiebeln. Also die haben hier mehrere Sachen, die es bei normalen Banh Mi-Läden nicht gibt. Also sag ich mal Standard-Banh Mi-Läden. Aber das mag ich an diesem Laden, dass man halt ein bisschen was anderes ausprobieren kann. Und verschiedene Sachen natürlich. So, hier haben wir jetzt unser Banh Mi bekommen. Dann gehen wir jetzt nach oben. Hier gibt es nämlich eine sehr, sehr schöne Sitzgelegenheit. Mit diesen kleinen Vietnam-Fähnchen. Sieht sehr cool aus. Und Wasser haben wir auch bekommen, eiskalt. So muss das. Das Banh Mi haben wir, das Wasser haben wir. Da muss ich gleich mal einen Schluck nehmen. Und was man schon merkt, das ist bei vielen Banh Mi-Läden leider nicht so. Aber hier auf jeden Fall. Das ist nämlich ein warmes Baguette. Also das wurde extra nochmal warm gemacht. Oh ja, man merkt jetzt schon, dass es extrem knusprig ist. Schaut euch das an, wie das glänzt. So, dann probieren wir das Banh Mi mal. Ich glaube, ich packe das hier wieder in diese Verpackung rein, damit das nicht alles zerbröselt, beziehungsweise nicht voll bröselt. Ich glaube aber, man hört schon, das ist extrem knusprig. Ich freue mich jetzt auf diesen ersten Bissen, bevor ich einen Schluck Wasser trinke. Lass mich noch ein bisschen nehmen, bevor ich was sagen kann. Das Ei habe ich nämlich noch nicht erwischt. Was ich jetzt schon sagen kann, die Leberpastete hier, beziehungsweise Pâté heißt ja, Leberpastete hier ist bombastisch. Das Ei habe ich immer noch nicht erwischt, das ist sehr, sehr mittig, aber ich werde mich mal bis zum Ei vorkämpfen. Das Brot hier, beziehungsweise das Baguette ist perfekt. Es ist außen warm, knusprig und innen richtig weich. Das ist genau wie Banh Mi Brot sein muss. Das schmeckt schon mal mega. Und jetzt bin ich hier beim Ei angelangt. Jetzt werde ich mal mit Ei reinbeißen. Das macht, ich habe das Banh Mi ja schon mal gegessen, das macht einen entscheidenden Unterschied. Das macht es nochmal besser. Auch hier ein bisschen Chili mit erwischt, aber ich mag Chili sehr, sehr gerne. So eine leichte Paprikanote und dann diese Schärfe hinterher. Ich liebe es. Dieses Banh Mi, mit dem Banh Mi könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Es ist super lecker. Jetzt aber erstmal einen Schluck eiskaltes Wasser. Nachdem es draußen heute sehr, sehr heiß ist, tut das hier mit der Klimaanlage vor allem sehr gut, was ich euch vorher gesagt habe. Das ist natürlich für die Leute, die erst angekommen sind, perfekt. Und dann noch eiskaltes Wasser hinterher. Könnte nicht besser sein.
So, ich habe jetzt noch umgeschalten vom Weitwinkel, also rüber zu dem Modus, damit ich es euch besser zeigen kann. Hier ist genau jetzt die Mitte vom Spiegelei, quasi mit dem Eigelb. Beißen wir jetzt nochmal rein. Das ist wirklich genial. Die Kombination aus diesem knusprigen Brot, dem Spiegelei, dem Hähnchen, der Leberpastete ist wirklich perfekt. Und dann noch diese leichte Schärfe von der Chili und diesem leichten salzigen Geschmack von der Sojasauce. Das ist wirklich so, ja, wenn man das nicht kennt, das ist wirklich so eine Geschmacksexplosion im Mund. Wirklich super, super lecker. Fazit von diesem Banh Mi. Für mich ist das Banh Mi, Banh Mi ist immer sehr, sehr schwer zu ranken. Vor allem, wenn man klassisches Banh Mi mit so einem Hähnchen-Banh Mi vergleicht. Aber für mich ist das vor allem in der Hähnchen-Kategorie eine 10 von 10. Ein super leckeres Banh Mi und so als Start von dieser Saigon Food Tour, beziehungsweise als Start auch von der Banh Mi-Reihe, da kann man wirklich nichts falsch machen. Super lecker und auch sehr, 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 sehr schöner und angenehmer klimatisierter Laden. Top! Der erste Banh Mi-Laden ist geschafft. Das Banh Mi, habt ihr ja gerade im Fazit schon gehört, ist wirklich top. Da sieht man den Laden auch nochmal. Und ich würde sagen, das hat mich zwar schon ziemlich gefüllt, aber ich gehe später sowieso noch zum Sport. Deswegen würde ich sagen, wir machen noch ein zweites Banh Mi hinterher. Und das wird nämlich jetzt ein klassisches Banh Mi, also ein, sag ich mal, Standard-Banh Mi-Laden, aber einer, der sehr gut ist. Also wieder Grab buchen und weiter geht's. Ich habe mir hier den Grab vom Turtle Lake bestellt, weil das sowieso nur eine Minute weg ist und das ist einfacher für den Grab-Fahrer. Schicker Porsche. Wir sind jetzt angekommen beim zweiten Laden. Wie man schon erkennen kann, ist hier ein bisschen lauter, ist hier mehr los und es gibt auch keine Sitzmöglichkeiten. Dementsprechend müssen wir uns jetzt unser Banh Mi kaufen und wir werden dann wahrscheinlich in den Park gehen und das da essen. Also, auf geht's! Hallo, xin chào. Cho em một ô bánh mì đầy đủ. Hier sieht man jetzt, wie das Banh Mi zubereitet wird. Als erstes mit Butter und Pâté, also Leberpastete, bestrichen. Das ist nämlich so ein Standard-Banh Mi, sage ich jetzt mal. Das Brot hier ist aber auch sehr gut. Dann kommen verschiedene Arten von Wurst, also vietnamesischer Mortadella rein. Das ist eine Art Schinken-Mortadella. Dann, okay, Pâté jetzt erst. Vorher war nur Butter. Dann kommt da noch eingelegtes Gemüse rein. Gurkenstreifen werden da noch reinkommen. Ich habe mit allem bestellt, also kommt ja auch noch gegrilltes Fleisch rein, wie man sieht. Das wird jetzt noch geschnitten, schön fein geschnitten. Das kommt da jetzt mit rein. Dann, wie gesagt, die Gurkenstreifen, die sind auch sehr dünn geschnitten. Koriander kommt da sicherlich noch mit rein. Jawohl. Dann eben das eingelegte Gemüse, was ich gerade gesagt habe, sind Karotten und Rettich. Chili kommt mit rein, auch wichtig. Und Sojasauce oben drüber. Bisschen mehr Pâté. Kann nie genug sein von dem. Dann wird schön eingepackt. Wir sind jetzt im Park angekommen. Das ist nur ein paar Meter entfernt. Das sieht man dann auch an der Karte, wenn ihr das bei Google Maps anschaut. Das sind ja eigentlich wie der Turtle Lake von einem anderen Banh Mi-Laden ist dieser Park hier auch ungefähr gleich entfernt. Also ich bin jetzt hier 1-2 Minuten gegangen. Man muss halt nur über diese Kreuzung gehen, beziehungsweise diesen Kreisverkehr, was für manche wahrscheinlich ein bisschen unangenehm wird. Aber das ist die Erfahrung in Vietnam, die man machen muss. Ich habe hier jetzt das Banh Mi. Wir packen das jetzt mal aus und verspeisen das. So sieht der Park hier aus. Man muss auch dazu sagen, wir haben heute für den ersten Teil des Videos oder dieser Videoreihe den perfekten Tag erwischt. Es ist ja einfach keine Wolke am Himmel.
Und hier habe ich mir jetzt eine schöne Bank ausgesucht und da packen wir das Banh Mi jetzt aus. Schauen wir mal, was uns hier drin erwartet. Auch so eine Banh Mi-Tüte, die sind immer sehr, sehr praktisch. Vor allem, wenn man es dann hier, wie hier auf so einer Parkbank isst. Und muss mal komplett raus erst. Oh. Auch das Brot hier sieht wieder perfekt aus. Und hört hin. Oh ja, ein Gedicht. Und man sieht schon, es sieht anders aus als das vorherige mit Hähnchen. Das ist jetzt, sage ich mal, so das klassische Banh Mi. Das zwar, ich habe Dai Du bestellt, was mit allem heißt, also mit allem, was die haben. Und da sieht man schon die verschiedenen Fleischarten, also so gegrilltes Fleisch, das mehr so eine Art Schweinebraten ist, vietnamesische Mortadella und ja, verschiedene Arten von dieser vietnamesischen Mortadella. Das nennt sich Chalor. Und da werden wir jetzt mal reinbeißen. Man hat schon gesehen, hier diese Leberpastete, sie hat sehr, sehr viel davon reingetan. Und da freue ich mich drauf. Dann beißt du mal gemeinsam rein. Ist auch ein geiler Hintergrund mit den Palmen. Und was ich noch vergessen habe zu sagen, dieser Banh Mi Laden ist nicht nur für Banh Mis bekannt, sondern ihr habt ja schon gesehen, dass es da mehrere Sachen gibt, wie Banh Baos, Reis und so weiter. Die sind auch sehr bekannt für Sticky Rice, also das nennt sich Soi Man. Also herzhafter Reis, herzhafter Klebreis übersetzt. Dafür sind sie auch sehr bekannt. Das ist dann quasi 1:1 die gleichen Zutaten wie jetzt in dem Banh Mi, was ihr gesehen habt, nur auf Sticky Rice. Dafür sind sie auch sehr bekannt. Also falls ihr mal zu zweit, zu dritt oder als Familie unterwegs seid und keine Lust auf Banh Mi habt, dann könnt ihr auch da Klebreis bestellen. Nur zur Info. Aber jetzt die wichtigen Dinge. Beißen wir mal rein. Das wird überall hinbröseln. Aber genauso muss das sein. Ich habe gleich das ganz gute Fleisch erwischt. Oh, das ist auch so eine Art, ich glaube, Schweinebauch. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber das ist sehr, sehr leckeres Fleisch. Und natürlich die Leberpastete ist sehr, sehr herausstechend, weil das auf beiden Seiten bestrichen wurde mit der Leberpastete. Boah. Oh. Das ist definitiv nochmal was ganz anderes im Vergleich zu dem Banh Mi, was wir davor hatten. Oder die erste Empfehlung quasi von mir. Aber das ist super, super lecker. Schauen wir mal, ob ihr da was seht. Das ist, glaube ich, vom Licht her perfekt hier. Wirklich mega lecker. Wie auch vorher schon gesagt, das Banh Mi hier ist kalt, aber trotzdem sehr, 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 sehr lecker und trotzdem knusprig, was man, glaube ich, hört. Und innen richtig fluffig weich. Genau das macht Banh Mi quasi aus in Vietnam. Das ist so die Kunst, die Vietnamesen von den Franzosen gelernt haben, wie man richtiges bzw. perfektes Baguette macht. Prall gefüllt. Gefühlt ist das meine zweite Mahlzeit jetzt innerhalb von einer Stunde. Boah, da muss heute viel Sport gemacht werden. Boah, man sieht auch, wie viel Fleisch da drin ist, wie viele verschiedene Scheiben von dieser Mortadella, die da drauf gepackt haben. Mega. Das Banh Mi hier ist übrigens ungefähr Hälfte günstiger, beziehungsweise kostet den halben Preis wie das erste Banh Mi. Ich blende euch die Preise dann auch noch genauer ein, dass ihr das dann genau seht. Das Banh Mi für 25.000 umgerechnet 1 Euro ist aber schon ein sehr, 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 sehr guter Deal, muss man sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, wie viel da drauf ist. Man muss sich natürlich nicht hier in den Park setzen. Man kann in Saigon, beziehungsweise allgemein in Vietnam, kann man auch jetzt wie hier ein Banh Mi mitnehmen und sich in einen Café setzen. Das wird meistens geduldet, beziehungsweise ist meistens okay. Vor allem, wenn in dem Café kein Essen verkauft wird. Das macht wirklich jeder und da müsst ihr euch keine Gedanken machen, das ist ganz normal. Und wenn es nicht erlaubt ist, dann steht es da auch extra dran, beziehungsweise es wird euch dann gesagt. Aber vor allem im Außenbereich, beziehungsweise Balkon oder sonst was, ist es immer erlaubt, wirklich immer. Das Banh Mi stoppt auf jeden Fall mehr. Also das ist so prall gefüllt und dann natürlich mit doppelt Leberpastete.
und diesem Klacks Butter, der da noch drauf ist. Das stopft ordentlich. Also wenn ihr dieses bei mir essen wollt, nehmt auf jeden Fall Hunger mit. Der letzte Bissen, gleich geschafft. Ich bin kurz vor Foodkoma, aber ultra lecker. Nur vielleicht für eine Person ein bisschen viel. Vielleicht nehme ich mir beim zweiten Teil Ellie mit, damit die Hälfte essen kann, beziehungsweise die Hälfte von beiden Banh Mis. Tippitoppi, nur zu empfehlen. Ich bin sehr überzeugt von den Empfehlungen. Und falls ihr mal in Saigon seid und diese Empfehlungen bzw. diese Banh Mis probieren könnt, lasst es mich gerne wissen. Ne? Das würde mich nämlich sehr interessieren. Ich bin nämlich, wie gesagt, sehr überzeugt von meinen Empfehlungen und denke, dass es dem Großteil von euch auch schmecken wird. Boah, ich bin ziemlich satt. Dementsprechend bin ich auch jetzt raus. Wir haben jetzt noch 5% Akku. Alles perfekt getimed. Perfektes Wetter hatten wir. Hätte also alles nicht besser laufen können. Wenn ihr das Inhaltsverzeichnis anschaut, beziehungsweise das werde ich euch ja einblenden, wenn ihr euch das anschaut, dann könnt ihr ungefähr abschätzen, wie viel da noch kommt. Ich freue mich auf die Videoreihe, ich hoffe, ihr freut euch genauso und ich hoffe natürlich auch, dass dem einen oder anderen das auch hilft, beziehungsweise der ein oder andere das auch ausprobieren kann dann hier. Also, danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich habe immer noch keinen eigenen Satz, aber liken und abonnieren nicht vergessen, bitte.